Gut, willkommen zurück. Wir möchten uns in diesem Video damit beschäftigen, was für Typen oder Sorten von Feedback gibt es eigentlich und was sind die grundlegenden Regeln fürs Feedback geben. Fangen wir mal mit den Typen oder Sorten an. Was für Feedback-Sorten kennst du denn oder was für Feedback kennst du? Du kannst gerne wieder kurz Stopp machen und kurz gucken, was fällt dir ein. Also, was für Feedback gibt es denn so und was erlebst du vielleicht auch für Feedback? Wenn ich das im Training mache, kriege ich meistens die Antwort, es gibt negatives und es gibt positives Feedback. Und das ist irgendwie richtig, weil es gibt Feedback, was sich um kritischere Dinge und Feedback, das sich um bessere oder positivere Dinge dreht. Und gleichzeitig finde ich diese Bezeichnung maximal unglücklich. Das würde ich gerne ändern. Und deshalb hier mein Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn wir negatives Feedback, oder nehmen wir das Positive zuerst, wie wäre es denn, wenn wir positives Feedback mal umbenennen in motivierendes Feedback? Da wird was anders, ne? Aus positiv wird motivierend und was passiert? Ich formuliere ein Ziel. Also, es ist nicht mehr positiv, das ist nämlich nichtssagend, damit kann ich dir gar nicht viel geben. Oder ich möchte dich motivieren, indem ich dir etwas zurückmelde. Und damit wird klar, warum ich das Ganze mache. Und das wiederum motiviert mich, weil ich weiß immer, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dann habe ich eine höhere Motivation, das auch zu machen. So, motivierend auf der einen Seite, motivierend statt positiv. Gehen wir auf die andere Seite und sagen, was ist denn statt negativ die Bezeichnung? Und die wird etwas sperrig. Ich verwende da den Begriff entwicklungsorientiert. Ja, ist wirklich ein langes Wort, aber es hat wieder diese Motivation dahinter. Ich möchte dir eine Unterstützung bieten, dich an dieser Stelle zu dem Thema zu entwickeln, indem ich dir zum Beispiel einen blinden Fleck reduziere oder einen blinden Fleck sichtbar mache. So. Also, wir haben diese beiden wichtigen Typen, die, glaube ich, neben dem Wozu kann man Feedback geben, aus einem der ersten Videos, wo wir gesagt haben, zur Leistung, zum Verhalten oder auch zu Entwicklungen, kann ich jetzt für mich einteilen. Es gibt einmal die Seite motivierend und es gibt die Seite entwicklungsorientiert. Gehen wir mal zu den Regeln. So, hier kommen unsere Feedback-Regeln und zwar die fürs Geben. Erste Spielregel für Feedback geben ist, versuche unbedingt motivierend und entwicklungsorientiertes Feedback zu geben. Vielleicht hast du schon mal von der Sandwich-Technik gehört. Diese Sandwich-Technik besagt, dass man anfängt mit einem motivierenden Feedback, dann ein entwicklungsorientiertes Feedback dazwischen nimmt und dann am Ende wieder motivierend rausgeht. Wie findest du das? Schwierig vielleicht, sich dazu eine Meinung zu bilden. Woran liegt das? Weil das kann mal funktionieren und es kann mal nicht funktionieren. Ich würde sagen, in einer klassischen Feedback-Situation, wo es jetzt keine besonderen Vorkommnisse gibt, kann man gut motivierend einsteigen, dann entwicklungsorientiert Punkte geben und dann nochmal am Ende motivierend. Wichtig ist vielleicht dabei, dass es nicht zu hölzern und technisch wirkt, also es muss schon eine gewisse Lockerheit haben in den Punkten. Es gibt aber auch andere Situationen. Stell dir mal vor, du hattest gestern in einem Meeting, also vor deinem Feedbackgespräch, was schon geplant war, hat es in einem Meeting mit einer Kollegin und einem Kollegen richtig gekracht. So, also es gibt eine Grundanspannung vor diesem Feedback. Du gehst jetzt in das Feedback und die Person erwartet, dass du das ansprichst, was vielleicht gestern für Reibung gesorgt hat. Und jetzt fängst du an und sagst, du, ich wollte dir als erstes mal zurückmelden, dass ich deinen Einsatz in diesem Projekt sehr geschätzt habe, wie du dich an einzelnen Stellen in die Thematik tief eingearbeitet hast. Die Person hört dir gar nicht zu. Die wartet drauf, ja, okay, streichen wir das doch mal, aber wann kommt jetzt der Teil, wo du mir rückmelden möchtest, dass du das nicht okay fandest und vielleicht habe ich heute mittlerweile schon ein bisschen schlechtes Gewissen, also ich warte drauf. An so einer Stelle würde ich dir dringend empfehlen, fang nicht mit dem Motivierenden an, weil es einfach schlichtweg ein Stück weit unauthentisch ist. Ja? Deshalb Sandwich-Technik von mir aus, aber nur dann, wenn es passend ist. Und wenn du eine Intuition, ein Bauchgefühl dazu hast, ey, das ist jetzt gerade nicht passend, dann folge unbedingt dieser. Solche Strukturen sind immer nur eine Unterstützung da, man sollte sich aber immer einen eigenen Kopf machen. Okay, also der erste Punkt, motivierend und entwicklungsorientiert und bitte überlege selbst und auch gerade für deinen Praxisfall, wie du es aufbauen willst. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Und oft vergessen wir das Motivierende. Wir sind auch gerade in Deutschland häufig sehr kritisch und fokussieren sehr auf Defizite und was können wir verbessern vielleicht auch. Und dabei kommt das zu kurz. Aber das Motivierende gibt einfach den Brennstoff. Und für die
Bereitschaft auch, sich zu entwickeln. Und deshalb würde ich unbedingt unterstützen, bitte motivierend mit reinnehmen. Nächster Punkt, wir machen es ein bisschen kürzer, zeitnah. Vor einem halben Jahr wird ganz schwierig, das zurückzumelden. Also kurzfristig danach, vielleicht nicht in der Situation, wo gerade die Emotionen hoch sind, aber dann auch nicht 5 Wochen später oder bis zum Jahresgespräch warten, was für mich immer ganz, ganz kritisch ist. Ich sage immer zu Führungskräften, in Jahresgesprächen dürfen Dinge nur dann noch als neues Feedback vermittelt werden, wenn sie so eine Faustformel haben wollen, die vielleicht 2 Wochen oder jünger her sind oder kürzer her sind. Alles, was davor war, sollte bis dahin schon gefeedbackt sein und dann kann man nochmal die Klammer setzen im Jahresgespräch. Vielleicht auch nochmal eine interessante Sichtweise für dich. Also zeitnah, das nächste ist spezifisch. Konkrete Beispiele. Du bist in Meetings immer so unorganisiert. Damit kann ich nichts anfangen. Aber mir ist aufgefallen, dass du im letzten Meeting vergessen hast, die Agenda mitzubringen und dann jedes Mal wieder gefragt hast, was kommt denn jetzt als nächstes? Dann weiß ich, ja, darüber reden wir. Ich mache das, wenn ich Feedback gebe, zum Beispiel in Assessment-Centern, dann schreibe ich mir immer Zitate auf, weil das wirklich gesprochene Wort klingelt viel mehr bei der Person, als wenn ich sage, ja, da waren sie ungehalten. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Wir haben spezifisch, nächster Punkt, beschreiben und nicht werten. Da waren sie ungehalten, ist eine Wertung, eine Interpretation von etwas, was ich sehen kann. Ich kann sehen, dass jemand die Stirn runzelt, anfängt, eine andere Mimik zu bekommen oder sich sehr zurücklehnt und irgendwie auf Distanz geht. Sowas kann ich zurückmelden. Also ich hatte das Gefühl, ich habe gesehen, wie du die Arme verschränkt hast, wie du so langsam immer weniger gesagt hast. Das kann ich zurückmelden. Das konnte ich beobachten. Aber du warst sauer, sorgt eher für diese Reaktion. Wenn ich sauer bin, bin ich ganz anders. Das heißt, beschreiben, nicht werten. Oder wenn ich eine Interpretation anwende, dann muss ich sagen, ich hatte das Gefühl oder ich hatte den Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dass dich das echt geärgert hat. Ich hatte den Eindruck. Ich habe nicht gesagt, du hast dich geärgert. Das geht auch. Nächster Punkt. Wichtig ist, dass Feedback grundsätzlich mit der Haltung gegeben wird, dass man hilfreich und konstruktiv dabei sein möchte. Ich glaube, das ist relativ klar. Noch ein Punkt, gerade wenn du Wünsche formulierst, ist, formuliere diese bitte realistisch. Also, dass da nicht Wünsche formuliert werden, wo die Person sowieso keine Chance hat, diese zu erreichen. Und bleibe bei Ich-Aussagen. Ich habe beobachtet, ich habe gesehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil häufig kommt so dieser Versuch rein, ich möchte es objektiv zu machen. Ich möchte dir mal bitte gerne ganz objektiv Feedback geben. Aus meiner Sicht funktioniert das nicht. Es ist immer deine persönliche Sichtweise. Man kann sagen, und wir haben zusätzlich noch ein paar messbare Zahlen da drin. Bei einem Feedback zu einer Person, deren Arbeit relativ messbar ist. Ja, klar, das ist recht objektiv. Aber dass du dir erlauben kannst, ein objektives Feedback zu geben, eher nicht, sondern mein Eindruck oder ich bewerte diese Zahlen. Und schon bleibt es bei dir und ist viel einfacher zu nehmen, als wenn es so eine übergeordnete Autorität bekommt. Und jetzt ein allerletzter kleiner Punkt. Nutze und statt aber. Vor allen Dingen, wenn du die Brücke sprichst zwischen deinem motivierenden und einem entwicklungsorientierten Feedback. Also ich komme aus etwas Positivem oder etwas Motivierendem, was ich dir zurückgemeldet habe und sage danach, aber. Also mich hat wahnsinnig beeindruckt, wie du in den letzten Wochen die Komplexität in diesem Projekt im Überblick behalten hast und uns allen immer wieder richtige, klare Anweisungen geben konntest. Das fand ich super und ich wünsche mir, dass du das weitermachst. Aber der erste Teil fällt weg. Der erste Teil ist nichts mehr wert, weil ich aber sage. Deshalb und gleichzeitig mache ich mir gerade Sorgen darüber, dass du dich ausbrennst. Punkt. Kannst dir was weiterdenken. Also, versuche an solchen Stellen eher mit dem und zu arbeiten. Es stellt die einzelnen Aussagen nebeneinander und es legt nicht die eine auf die andere. So, jetzt hast du eine ganze Reihe von einzelnen kleinen Techniken und Tricks und Regeln für dein Feedback. Bitte nimm diese doch jetzt und wende sie auf deinen Praxisfall an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir noch genauer reintauchen, wie formuliere ich eigentlich meine Sätze, um gutes Feedback zu geben. Bis gleich.